Yoga soll klüger, intelligenter und glücklicher machen. Ob das wirklich stimmt, habe ich 30 Tage lang ausprobiert. Boah. Als Kind war ich beweglich ohne Ende. Aber inzwischen merke ich immer mehr, wie unflexibel ich geworden bin. Das mag auch daran liegen, dass ich beruflich als Drehbuchautor und Filmregisseur die meiste Zeit sitze. Lohnt sich aber auch. Mein letztes Hörspiel ist Hörspiel des Jahres geworden. Vielen Dank. Viel Sitzen kann dafür sorgen, dass sich die Muskulatur und Sehnen verkürzen. Was dazu führt, dass man beispielsweise seine Zehen nicht mehr berühren kann. Was für mich als Kind mega einfach war. Yoga soll diese Flexibilität messbar verbessern und verspricht noch so viel mehr. Yoga soll ein absolutes Wundermittel sein. Und wenn das alles stimmt, ist es völlig idiotisch, dass wir das nicht alle jeden Tag machen. Denn Yoga soll chronische Schmerzen in Rücken und Nacken heilen, Stress und Blutdruck senken, Angststörungen reduzieren, körperliche Flexibilität und Kraft und Körperbewusstsein stärken, den Schlaf verbessern, insgesamt gesünder, konzentrierter und glücklicher machen, das Gehirn verjüngen, die Stimme verändern und für ein höheres Gefühl der Verbundenheit sorgen. Mit uns selbst und der Welt. Das ist eine Menge Versprechungen für 30 Minuten wilde Verrenkungen am Tag. Um zu testen, was davon wirklich stimmt, werde ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Yoga machen und einmal die Woche in einen Yogakurs gehen. Das Ziel ist es, am Ende meine Zehen berühren zu können und die Pose die Krähe zu halten. Außerdem spreche ich mit wissenschaftlichen Expertinnen und Experten im Bereich Yoga. Denn ich bin hochmotiviert. Ihr auch? Also ich kann im Stehen null meine Zehen berühren. Ich habe es noch nie in meinem Leben geschafft, meine Zehen zu berühren aus dem Stand. Noch nie. Das ist Douglas Stahl. Und eine meiner Hauptmotivationen, dieses gesamte Experiment überhaupt durchzuziehen. Denn er hat gesagt, das hältst du niemals durch. Das werden wir sehen. Aber viel wichtiger ist, welche Yoga-Art soll ich machen? Der Yoga ist ein riesiges Feld. Und ja, es heißt wirklich der Yoga. Es gibt etliche Formen. Schlaf-Yoga, Lach-Yoga, Kraft-Yoga, Hot-Yoga, Nackt-Yoga, schwebendes Yoga und so weiter. Und dank eines kurzen Checks dieser Grafik finde ich schnell heraus, dass das klassische Anfänger-Yoga meins ist. Das Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist eine der ältesten Yoga-Formen mit verschiedenen Posen und Atemübungen. Sie soll Körper und Geist in Harmonie bringen. Ich starte am ersten Tag ohne viel Vorbereitungen mit YouTube-Tutorials für Anfänger. Was kann schon schiefgehen? Ich wollte mal zeigen, wie weit ich mit meinen Händen an meine Füße komme. Ziemlich genau eine Handbreit Abstand fehlt, dass ich meine Zehen berühren kann. Also ich bin mal gespannt, ob ich das in den 30 Tagen schaffe. Okay, Tag 1. Ich fange erstmal alleine an. Ich habe aber noch einen Termin bei einem Yoga-Lehrer. Der konnte aber nicht sofort, deswegen geht es erstmal los mit dem, was YouTube zu bieten hat. Ich bin mal gespannt, ob ich mit übelsten Schmerzen hier heute rausgehe oder ob ich direkt was merke. Wenn ich mir hier gerade so ansehe, was ich da mache, fällt mir auch ein, dass es durchaus auch Gefahren gibt, die mit Yoga einhergehen. Falsche Technik oder das Erzwingen von Positionen kann zu Verletzungen führen und wenn man es mit der Intensität oder der Atmung übertreibt, kann es auch zu Schwindel- oder Kreislaufproblemen kommen. All das erlebe ich am ersten Tag nicht, dafür aber was völlig anderes. Ich sollte nicht so fertig sein nach 20 Minuten Anfänger-Yoga, finde ich persönlich. Es hat überall geknackt. Ich habe teilweise meine Arme, wenn ich sie auf dem Boden liegen sollte, nicht auf dem Boden bekommen. Das heißt, da ist nicht genug Möglichkeit zum Strecken. Das habe ich ja auch schon gemerkt beim Strecken mit auf die Füße kommen. Aber es hat Positives. Also erstmal, es tut jetzt alles weh. Das ist einfach so. Also Muskeln, Knochen, da ist jetzt gerade einiges, was ordentlich zieht. Anfangen ist immer das Schwierigste. Vor allem eine halbe Stunde Freizeit in einem meiner vollen Tage als Selbstständiger zu finden. Aber das ist überraschenderweise auch der erste Effekt, den ich richtig gut finde. Total positiv finde ich, dass ich nehme mir 20 Minuten für mich oder eine halbe Stunde für mich, immer einen guten Effekt hat. Und das bietet ja gar keine andere Möglichkeit, als sich wirklich hinzulegen und sich mit sich zu beschäftigen, was für sich selbst zu tun. Das ist gut. Aber ich habe nicht gedacht, dass das so wehtut und so anstrengend ist. Und das ist jetzt ja Anfänger-Yoga, erster Tag, der entspannteste Einstieg. Sehr gut finde ich, dass diese Yoga-Trainerin hier, Yoga with Adrienne, dass die super sympathisch ist und die Sachen sind sehr einfach nachzumachen und trotzdem habe ich es nicht geschafft heute. Dass ich das jetzt 30 Tage lang jeden Tag machen soll, kann ich mir am ersten Tag nur schwer vorstellen. Es ist einfach eine halbe Stunde am Tag, die mir fehlt. Naja, macht's wenigstens Spaß? Ich hoffe, diese ganzen Schmerzen jetzt zu investieren lohnt sich. Alter.
Ich sage ganz gern so ein bisschen spaßig in meinem Unterricht, nur wer sich bewegt, spürt seine Ketten. Ja, und das merkt man da auch. Also, es gibt schon ziemlich viel chronische Muskelverspannung, die wir im Alltag in unserem normalen Bewegungsraum nicht bemerken. Das ist der Diplompsychologe und Yoga-Forscher Dr. Ulrich Ott, Autor des Buches Yoga für Skeptiker. Ich durfte mit ihm über die wissenschaftlichen nachgewiesenen Effekte von Yoga sprechen. Ich bin eher so ein Empiriker, ein Forscher. Mir geht es um die messbaren Veränderungen im Körper, aber auch im psychologischen Bereich. Yoga hatte in meiner Vorstellung irgendwie einen esoterischen Anstrich. Es gibt auch eine ganze Welt von Göttern und so weiter dahinter, aber das kann man auch einfach ignorieren. Denn die realen Effekte sind nachweisbar. Allerdings entstehen bei Yoga auch oft falsche Erwartungshaltungen daran, wie schnell das Ganze passieren muss. Und dass man auch direkt alles perfekt können sollte. Man muss es nicht perfekt können, wenn man damit anfängt. Und es ist ein bisschen schade, dass diese meisten Yoga-Bücher haben irgendwelche Athleten oder Models, die super beweglich sind und das perfekt machen. Und das führt zu Frustration bei den Leserinnen und Lesern. Definitiv war auch das einer der Gründe, die mich lange davon abgehalten haben. Aber jetzt fange ich ganz unperfekt an. Frustration spüre ich noch nicht, aber ich bin tatsächlich oft sehr weit von den gezeigten Figuren entfernt und komme mit Armen und Beinen nicht mal ansatzweise in die gewünschte Position. Aber im Yoga gilt, nichts erzwingen. Nur soweit man kommt, soweit es geht, ohne Schmerzen. Dabei ist ein Schmerz direkt an Tag 1 doch recht präsent. Tatsächlich fange ich das Experiment in einer Zeit an, in der beruflich und privat extrem viel bei mir los ist. Volle, anstrengende Tage mit wenig Zeit und daher fühlt sich diese halbe Stunde manchmal so an, als würde ich 3 Stunden aus meinem Tag nehmen. Eigentlich passt es nie so richtig. Heute war ein so anstrengender Vormittag und das hat tatsächlich gerade richtig, richtig gut getan. Also mein Rücken zieht, aber es tut jetzt woanders weh als gestern. Also das ist ganz spannend. Der Schmerz ist tiefer gerutscht, glaube ich. Ist jetzt zwischen den Schulterblättern. Aber ich merke einfach, das sind Bereiche und Muskelbereiche, die ich einfach überhaupt nicht benutze. Und das ist halt nicht gut. Oi, 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 meine Knochen knacken so viel. Die sind wahrscheinlich auch jetzt in irgendwelche Bewegungskombinationen gekommen, die sie überhaupt nicht kennen. Boah, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe nicht recherchiert. Ich habe keine Ahnung, was die Benefits sind. Ich bin mal sehr gespannt, was ich an mir selber entdecke, was es so macht. Man kann ja auch nicht immer alles spüren. Manche Sachen passieren ja und die kriegt man dann ganz anders mit oder gar nicht mit. Ich bin vor allem jetzt sehr entspannt. Ich war den ganzen Vormittag angespannt, weil ich einen sehr wichtigen und ernsten Termin hatte. Also mein Rücken tut zwar weh, aber er ist nicht verkrampft. Er ist entspannt. Am Abend habe ich einen Termin in Köln. Ich bin auf einer Filmpremiere eingeladen und werde mehrere Stunden in einem Kinosessel sitzen. Mir tun immer noch so die Schultern weh und der Nacken und alles zieht eigentlich noch. Ich hoffe mal, dass es mit der Zeit besser wird und ich jetzt nicht einfach 30 Tage lang überall Muskelschmerzen habe. Ich habe aber auch das Gefühl, ich habe mich mit meinem Oberkörper seit Jahren nicht mehr so viel bewegt. Und das ist nicht gut. Das sollte nicht so sein. Uiuiui. Ich spüre meine Schultern immer noch. Also hier zieht es vor allem so, aber auch so rein in den Rücken. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt nicht die 30 Tage lang so, dass es die ganze Zeit so zieht. Und ich bin mal gespannt, wie es morgen früh aussieht. Heute habe ich eine sehr kurze Nacht. Ich muss morgen sehr, sehr früh los nach Köln zum Arbeiten. Schlaf ist aktuell auch wieder ein Thema bei mir. Zwar schlafe ich schnell ein, aber ich wache sehr oft auf und kann danach manchmal nicht mehr einschlafen. Vielleicht kann mir der Yoga hier auch helfen. Studien weisen darauf hin, dass Yoga ein sehr gutes Schlafmittel ist. Nach einer kurzen Nacht spüre ich davon allerdings noch nicht so viel. Ich muss heute um 5:30 Uhr raus. Ich hatte mir fest vorgenommen, morgens Yoga zu machen, aber die Realität hat Nein gesagt. Ich habe mich heute überhaupt nicht danach gefühlt, mich irgendwie zu krass zu bewegen. Ich habe es versucht. Nee, muss ich nachher nachholen, aber ich weiß jetzt schon, ich brauche sicher eine Routine. Ich muss das jeden Morgen zur gleichen Zeit machen, sonst klappt das nicht gut. Sonst breche ich das nachher ab. Für mich funktionieren tägliche Routinen am besten. Wenn ich etwas mache und das nur alle paar Tage, habe ich immer Schwierigkeiten, dann langfristig dran zu bleiben. Außer bei Meditation. Da war es völlig egal, wie oft ich das täglich gemacht habe. Ich habe es monatelang gemacht und ich kam nie wirklich rein in dieses Stillsitzen. Also mir tut der untere Rücken weh und oben an den Schultern ist besser geworden. Es hat sich so verlagert, es rutscht irgendwie nach unten. Aber ich fühle mich wirklich besser. Also den ganzen Tag über
Das kann natürlich alles total viel Einbildung sein, das ist mir auch klar. Aber erstmal ist es ein guter Anfang. Eine Sache finde ich wirklich erstaunlich. Ich habe ja Meditation und sowas auch tausendfach ausprobiert und das hat nie wirklich gut für mich funktioniert. Das, was hier Teil von Yoga ist ja auch dieses auf sein Atmen sich besinnen und zur Ruhe kommen und nachdenken. Und ich habe das Gefühl, hier kriege ich in sehr kurzer Zeit das hin, wovon viele bei Meditation immer sprechen. Eine innere Ruhe, die über den ganzen Tag anhält, weniger Stress. Es fühlt sich gerade so an, als wären da viele, viele Effekte, die man der Meditation zuschreibt, die ich jetzt gerade im Yoga glaube zu spüren. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Yoga ist Meditation, ist manchmal aber auch mit starker Verzögerung. Manchmal merken Sie die Wirkung während der Stunde, manchmal auch als Auswirkung. Ja, dass Sie hinterher zum Beispiel beschwingter laufen, weil Sie einfach mehr Kraft auch entwickeln, wenn Sie es längere Zeit üben. Dieses Experiment hat sehr viel mit mir gemacht und mich auch nochmal an 2 Bücher erinnert, die mir sehr geholfen haben und die ich euch heute empfehlen möchte. Stille, ein Wegweiser von Erling Kagge. Der Mann heißt wirklich so, der ist Norweger. Er geht in seinem Buch der Frage nach, was Stille wirklich ist, warum sie ein wichtiger Luxus ist und wie man sie auch im Chaos unseres lauten Alltags finden kann. Und Factfulness des Wissenschaftlers Hans Rosling. Dort erklärt er, wie wir unser Gehirn dabei helfen, sich nicht von den immer beängstigenderen Nachrichten vorgaukeln zu lassen, dass die Welt gleich untergeht. Ein auf Fakten basierter Blick, der unsere Neugier weckt und uns dabei hilft, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Diese beiden Bücher, sowie auch alle Bücher von Dr. Ulrich Ott, findet ihr auf Bookbeat. Auf Bookbeat findet ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books in diversen Sprachen. Die Auswahl ist super, die Hörbücher sind toll gelesen und genau das Richtige, wenn man mal die Augen entspannen will. Und neben Hörbüchern und E-Books voller Wissen gibt es auch nostalgische Hörspiele oder ganz moderne Abenteuer zu erleben. Und falls du gerne Bücher zum Einschlafen hörst, nutz einfach die Schlummerfunktion. All das kannst du jetzt mit dem Code Josef 2 Monate lang kostenlos testen. Danke an Bookbeat für die jahrelange Unterstützung meiner Arbeit. Und jetzt erzähle ich euch von einer ganz besonderen körperlichen Erfahrung. Das hältst du niemals durch. Nachdem die erste Woche etwas ernüchternd und mit vielen Schmerzen verbunden war, bekomme ich in der zweiten Woche das Gefühl, als hätte jemand meinen Körper ausgetauscht. Hier beginnt ein Effekt, der mich das gesamte Experiment begleiten wird und ich liebe alles daran. Was ich wirklich total liebe und so ein Unterschied für mich ist, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt immer geschoben. Also mein Rücken ist so stabil. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe da so ein Brett drin und werde nach vorne geschoben. Das ist sehr angenehm. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber meine Laune ist, seit ich das mache, so viel besser jeden Tag. Ich bin einfach gefühlt wacher, besser gelaunt und es geht mir insgesamt besser. Mein Bewegungsdrang ist einfach wieder viel, viel stärker. Das letzte Mal, als er so stark war, bin ich jeden Tag joggen gegangen und das ist lange her. Gruselig, wie schnell das einfach einreißt, wenn man sich um nichts mehr kümmert. Dass Effekte eintreten, da gibt es inzwischen so viel Evidenz dafür. Es wird wirken. Wie stark hängt von der Dosis ab. Die Dosis hängt aber auch davon ab, wie viel Zeit ich dafür investieren will. Ja, und dann habe ich entsprechend so viel auch Effekte zu erwarten. Yoga soll in vielen Lebensbereichen starke Auswirkungen haben. Das sind Grafiken aus einer Studie von 2021, die von Kreativität über höheres Naturbewusstsein und auch eine niedrigere Angst vor dem Tod feststellen konnte. Yoga lässt uns offenbar mehr bei uns ankommen und senkt unsere Angst. Und ein Effekt, den ich nicht direkt spüren kann, der mich aber sehr beeindruckt, ist die Verjüngung des Gehirns durch Yoga. Das klingt erstmal ausgedacht, aber die Studienlage ist hier sehr klar. Stress lässt das Gehirn altern. Aber Yoga sorgt für Balance im Stresshormonhaushalt. Yoga reduziert Entzündungen im Körper und es vergrößert Zentren im Gehirn. Hirnbereiche, beispielsweise für das Gedächtnis, werden dicker. Außerdem entsteht durch Yoga mehr vom Stoff BDNF, der unsere Nervenzellen wachsen lässt und die Verbindung zwischen Gehirnzellen verbessert. Und all das bereits bei 20 Minuten sanften Yoga-Übungen pro Tag. Regelmäßigkeit ist dabei wichtiger als Intensität. Eine aktuelle Untersuchung der Universität Illinois weist sogar darauf hin, dass schon eine einzige Yogastunde pro Woche das Gedächtnis und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern kann. Ich bin jetzt einmal die Woche bei einem richtigen Yogalehrer und da wird ein bisschen meine Haltung korrigiert. Und es wird geguckt, ob ich das soweit alles richtig mache und richtig verstanden habe. Leider darf ich da nicht filmen und möchte ich auch ehrlich gesagt nicht. Ist halt ein Kurs. Aber es ist schon krass, wie laut ihm gut ich das alles schon mache und das nur durch YouTube-Videos. Klar gibt es immer wieder Korrekturen und so, die er machen muss, weil ich mich ja auch nicht selber sehe. Aber
ist schön zu hören, dass man da offenbar so nah dran ist, dass man da nicht besonders viel korrigieren muss. Mein ganzer Körper fühlt sich so an, als würde er aufwachen. Aus ewigem Sitzen, festgewachsen sein an Stühlen und Bewegungslosigkeit. Und dann verändert sich auch langsam etwas in meinem Inneren, in meiner Wahrnehmung. Es ist aber eben nicht nur körperlich. Ja, beim Yoga kommt immer zur Haltung und Bewegung einmal die Atmung dazu und die Konzentration. Der Yoga hat einen sehr guten Ansatz, weil über den Körper und über diese Bewegung kommen sie in den Körper hinein. Die Atmung wird bewusster, sie wird als Brücke genutzt und sie können damit den Körper viel besser lernen, selbst zu regulieren. Wenn Sie meditieren, es kommt darauf an, wie Sie es machen, sind Sie ja vor allem in Ihrem Geist unterwegs. Oft gibt es eine Erstverschlimmerung, weil Sie erstmal merken, was da für ein Chaos ist. Und dieses Chaos klärt sich beim Yoga quasi automatisch. Ich habe ja auch in der Uni unterrichtet, die Studierenden. Durch den Yoga werden sie einfach in die Aufmerksamkeit, in die Achtsamkeit, in die Gegenwart geführt. Und sie haben noch den Effekt, dass durch die Bewegung auch die Neuroplastizität stimuliert wird. Also das Wachstum der Nervenzellen. Ja, Bewegung ist die Gießkanne fürs Gehirn, sagt der Hüter. Ja, und das ist richtig. Und genau diese neuen Skills werden in der 2. Woche extrem wichtig für mich, weil ich da spontan notoperiert werden muss. Das ist so eine Lawine aus Angst und Stress und Überforderung, die einfach auf mich zurollt. Die letzten Tage waren sehr aufreibend, weil ich spontan operiert werden musste, womit ich nicht gerechnet habe. Je nachdem, wie die OP läuft, müssen vielleicht noch andere Sachen gemacht werden. Das war alles sehr gruselig. Und ich habe halt überlegt, wie kann ich am besten damit umgehen, mit dieser Angst, mit dieser Sorge, mit diesem Stress. Und ich habe versucht, auch durch das, was ich jetzt im Yoga immer mache, zu atmen, mich runterzuholen, immer wenn ich stressig geworden bin. Wenn ich gemerkt habe, wie der Stress hochkommt und die Angst hochkommt, mich zu beruhigen, weil ich konnte an der Situation nichts ändern. Und es war natürlich trotzdem stressig und trotzdem ist es ein allgegenwärtiges Thema gewesen. Wie so oft bei Selbstexperimenten hat dieses hier etwas aufgemacht, nämlich ein Bewusstsein für Achtsamkeit, für Atmung, für den Körper, für Ruhe. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich ruhiger geworden bin. Und auch kurz vor der OP habe ich mich hingesetzt, habe die Augen zugemacht, habe einfach versucht, in Ruhe zu atmen, mich abzulenken, weil ich an der Situation nichts ändern konnte. Heute war der Check-up und es ist alles wunderbar. Es muss nichts gemacht werden, es gab keine Komplikationen. Warum hilft Yoga so gut gegen Stress? Gibt es da irgendeinen Trick? In Yoga-Haltungen werden Stressreflexe geübt. Yoga hilft gegen Stress, weil es den Körper an kleine Herausforderungen gewöhnt, ähnlich wie ein Training für die Nerven. Die Bewegungen und die bewusste Atmung bringen das Nervensystem ins Gleichgewicht, sodass man entspannter reagiert. Dadurch lernt der Körper auch in stressigen Momenten ruhig zu bleiben und widerstandsfähig zu werden. Anfangs schmerzen noch die Muskeln und der Herzschlag erhöht sich, wenn man versucht, die Posen zu halten, aber mit der Zeit wird das alles stabiler und genauso steigt unsere Stressresistenz und Selbstregulation im echten Leben. Das kann ich alles so bestätigen und das Schöne ist, das bleibt auch so. Ich habe für dieses Video auch mit Frau Dr. Anna Paul gesprochen, einer Yoga-Expertin. Allerdings war sie im Urlaub und wir konnten nur telefonieren. Aber sie hat eine Sache gesagt, die mir sehr hängen geblieben ist. Yoga ist ein Weg, um mit der eigenen Persönlichkeit wieder in Kontakt zu kommen. Das heißt allerdings auch, dass Dinge, die ich bisher erfolgreich verdrängt habe, sich langsam wieder einen Weg nach oben bahnen. Und eins davon ist die Realisation darüber, wie ich mein Leben gestalte. Das war wie immer sehr gut. Aber eine Sache fängt wirklich krass an, mich zu stören. Die ganzen Yoga-Videos, die ich immer gucke, werden aufgenommen in wahnsinnig aufgeräumten Räumen. Und bei mir ist es eigentlich aufgeräumt, aber halt auch immer chaotisch, weil Sachen bewegt werden, weil gedreht wird. Ich merke einfach, dass ich hier dringend wieder eine richtig neue Ordnung reinbringen muss. Dr. Anna Paul sagte in meinem Gespräch mit ihr, dass man Körper und Geist wieder verbinden muss. Das ist praktischer gemeint, als es klingt. Früher als Kind war ich ständig in Bewegung und bin dem Bewegungsdrang meines Körpers gefolgt. Als Erwachsener zwingt mich meine Arbeit oft zum Sitzen. Der Körper will aber eigentlich dahin zurück, ein bewegtes Kind sein. Eine große Veränderung, von denen viele berichten, ist, dass sie von einem relativ verkopften Dasein und in autistischer Verschmelzung mit dem Handy mehr in so eine ganzheitliche Körpererfahrung kommen. Sie spüren sich einfach viel mehr und viel lebendiger, so eine Art Vitalität. Mehrere Gedanken hier. Ich habe heute eine Übung gemacht, die viel schwieriger ist, aber es war gut. Ich habe natürlich hier nicht alle Figuren richtig machen können oder geschafft, weil es dann doch zu kompliziert war.
Aber es war total gut zu sehen, dass das alles auch noch kommt und dazugehört. Und ich habe total Bock, davon mehr zu machen, weil ich das viel spannender noch finde. Und deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich in den nächsten Tagen so eine Zwischenform ausprobiere und das mit dem Yogalehrer auch bespreche, dass ich diese Figuren mal ein bisschen üben möchte. Weil ich glaube, so richtig korrekt habe ich das alles nicht gemacht. Man fühlt das ja auch nicht immer so, wie es gerade richtig aussieht. Ich sehe mich ja nicht dabei. Aber es hat so Spaß gemacht, es war so gut. Was ich total spannend fand, als ich gerade fertig war, hatte ich das erste Mal das Gefühl, jetzt könnte ich in so eine Meditation reinkommen. Und damit habe ich ja mega Probleme. Ich habe etliche Sachen, ich habe sogar Gehmeditation ausprobiert. Aber das hier, das scheint jetzt für mich tatsächlich ein Tor zu sein. Aber die für mich wichtigste und größte Erkenntnis kommt in der 4. Woche des Experiments. Mir wird immer bewusster, wie ich lebe und wie sehr ich jede Woche aufs Neue Entscheidungen treffe, die weiter dafür sorgen, wie ich durchs Leben rase. Es gibt eine Sache, da werden ein paar jetzt wieder schreiben, hey, das ist doch klar, wieso hast du das nicht gewusst, das weiß man doch. Ich hab's halt nicht gewusst. Und das erzähle ich euch jetzt. Mir hat Yoga super krass dabei geholfen, in vielen anderen Bereichen neue Dinge zu erfahren. Ich habe gemerkt, dass ich viel ruhiger geworden bin innerlich. Dass ich in Stresssituationen entspannter reagiere, weil ich öfter mal auf meinen Atem achte und darauf, wie mein Körper sich gerade anfühlt, was gerade los ist. Wenn ich so Stress bekomme, spüre ich jetzt halt richtig, wie der langsam so hochkriecht und merke, okay, was ist denn gerade los? Alles klar. Und dann treffe ich halt Entscheidungen, die anders sind als sonst. Wenn der Stress hochkommt, erkenne ich den Stress an. Das habe ich im letzten Video ja schon gehabt, das Anerkennen von Stress. Und dann versuche ich erstmal kurz runterzukommen. Nur mitzubekommen, wie mein Körper sich fühlt, wie ich atme. Und es ist so simpel. Es sind wirklich so diese billigsten Tricks, die man eigentlich seit Jahren kennt, schon 1000-mal gehört hat. Und die funktionieren so fantastisch. Will ich auch so Werkzeuge für den Alltag haben, wo ich merke, in Konflikten fahre ich schnell aus der Haut, will ich eine Gelassenheit entwickeln, will ich Atemübungen haben, wie so eine Art Werkzeugkasten, die ich immer bei mir habe zur Selbstregulation. Ja, und für all diese Anwendungen gibt es eben spezielle Yoga-Richtungen. Wenn man jahrelang auf der selbstständigen Autobahn unterwegs war und die eigene Karriere immer daran hängt, wie fleißig man ist, kann es sehr schwer fallen, zurückzutreten. Auch wenn es total wichtig für die Gesundheit ist. Ich habe das immer wieder versucht mit Experimenten wie einer 25-Stunden-Woche oder der 4-Tage-Woche. Und einiges davon konnte ich auch wirklich dauerhaft in meinen Alltag integrieren. Aber egal wie achtsam ich meinen Arbeitsalltag gestaltet habe, ein Problem habe ich bis heute nicht in den Griff bekommen. Und das ist die Dauerveranstaltung an Gedanken und an Chaos in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es in der Vergangenheit so oft so unmöglich gewesen, da zu sein, wo ich bin. Also mein Kopf ist so oft an 1000 anderen Orten. Ich bin dann vielleicht gerade mit Freunden unterwegs, denke aber, ich muss noch das machen, der Person muss ich noch schreiben, das beschäftigt mich gerade politisch. So viele Sachen, die gleichzeitig los sind. Und es ist so anstrengend, weil ich bin dann überall, aber nicht da, wo ich gerade bin. Vor allem habe ich das Gefühl, mit Social Media und Smartphone fällt es mir wahnsinnig schwer, nicht auch noch parallel da überall zu sein. Wie extrem das war, fällt mir jetzt erst auf, wo ich so stark darauf achte, das nicht mehr zu machen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, ich sitze gerade mit Freunden zusammen oder bin spazieren, achte ich verstärkt darauf, nichts anderes zu machen. Immer nur an einem Ort zu sein und eine Sache zu tun. Quasi Monotasking. Und das macht so einen krassen Unterschied. Und immer wenn ich das vergesse oder merke, ich komme so ins Rudern, versuche ich mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Genau dieses Yoga-Achtsamkeitsding. Einatmen, ausatmen, alle Sinne einmal checken. Und das Problem ist weg. Und das senkt den Stress so radikal. Und es sorgt für so viel mehr Präsenz. Und ist genau das, was ich eigentlich seit Jahren in allen möglichen Versuchen gesucht habe. Aber ich bin noch lange nicht da, in jeder Situation immer präsent zu sein. Ich merke es aber jetzt immer schnell und kann mich dann konzentrieren auf den Moment, den ich gerade erlebe. Ich war gerade kurz davor zu sagen, ich war ein sehr ungeduldiger Mensch in vielen Lebensbereichen. In vielen Bereichen bin ich ungeduldig, in anderen bin ich sehr geduldig. Und mein Yogalehrer hat mir jetzt letzte Woche noch was gesagt. Und zwar meinte er, es ist super, super wichtig, wenn man mit Yoga anfängt, dass man geduldig ist mit seinem Körper, mit dem, was man kann, dass man sich nicht in irgendwelche Yoga-Posen so reinzwängt, wenn man das unbedingt schaffen möchte, sondern dass man sich die Zeit nimmt, die es halt einfach braucht, um bestimmte Schwierigkeitsgrade zu meistern.
Und ich glaube, so ist es mit allem. Und ich habe das Gefühl, eine gewisse positive Entschleunigung und Langsamkeit hat sich durch das Experiment auch auf mein Leben übertragen. Und ich werde das weiter beobachten, aber im Moment finde ich es sehr, sehr gut. Da ist es noch ein langer Weg hin, aber ich finde es super spannend, wie abgedreht man noch werden kann. Man darf nicht übertreiben, ist mir völlig klar. Aber ich war neugierig und wollte es mal ein bisschen probieren. Aber die Krähe ist auf jeden Fall noch zu heftig. Wie schafft man es jetzt aber, sich wirklich jeden Tag zu dieser Yoga-Sitzung zu bewegen? Dauerhaft. Für mich gibt es keine andere Option mehr, weil die Effekte so stark sind und das so positiv alles ist. Die verbesserte Laune, reduzierter Stress und einfach ein viel, viel besseres Körper- und Lebensgefühl. Ich habe keine andere Veränderungen in meinem Leben gehabt, außer das. Durchschnitt wird es den meisten so gehen wie Ihnen. Ja, deswegen ist ja Yoga auch so super beliebt. Also wenn Sie in den Volkshochschulen geben, Yogakurse gibt's immer und viele. Ja, weil das den Leuten Spaß macht und die Wirkung relativ schnell eintreten und sehr positiv sind. Man kann Yoga machen in jeder körperlichen Verfassung, es sei denn, man hat irgendwelche frischen Operationen oder Verletzungen. Dann sollte man manche Übungen manchmal nicht machen. Also dieses Ich bin total unbeweglich ist kein Problem. Also wenn man nur in die Richtung geht, man hat irgendwo seine Grenze und arbeitet an dieser Grenze. Und wo die ist individuell. Es geht ja nur darum, die Grenzen ein bisschen sanft zu erweitern. Und dann fühlt man sich schon viel besser. Kann ich meine Zehen berühren? Ja! Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen ein bisschen schummel. Gerade so! Also nicht ganz, es ist nicht ideal, aber gerade so. Und das habe ich in meinem Leben nicht mehr geschafft, seit ich ein kleines Kind war. Das Wichtige ist auf jeden Fall, dass ich insgesamt viel flexibler geworden bin. Wie gesagt, wenn auch nur ein bisschen. Ich komme gerade so an meine Zehen mit den Fingern. So, und die Krähe? Yoga-Profis werden sich bestimmt aufregen, weil ich mache das mit Sicherheit nicht perfekt. Aber es wird. Aber ich merke selber gerade, dass die Haltung nicht richtig ist. Das muss ich auf jeden Fall mit dem Yogalehrer noch weiter üben. Ansonsten will ich jetzt endlich aufräumen. Mein Arbeitszimmer, mein Desktop, mein Leben. Und wie ich das mache, behandeln wir noch ausführlich in dem Video. Aber was hat sich eigentlich in einem Monat verändern können? Ich konnte viele der Effekte an mir nachweisen. Eine tiefere Stimme allerdings nicht. Ich habe aber auch keine Übungen speziell für den Brustkorb gemacht. Da kann man sehr viel genauer darauf hinarbeiten. Yoga ist vielleicht nicht das Allheilmittel für alles, aber eine große Lebensbereicherung. Und für mich persönlich das wichtigste Experiment der letzten Jahre. Ach ja, und Schlaf ist tatsächlich nochmal besser geworden. Nach Yoga schlafe ich einfach tiefer. Und wisst ihr, wer sich jetzt sicher richtig schlecht fühlt? Erinnerst du dich noch, wie du zu mir gesagt hast, 30 Tage schaffe ich das nie? Nee. Worum ging's? Ach ja, Douglas hat das Ganze in einem Traum zu mir gesagt, deswegen kann er sich daran nicht erinnern. Aber ich finde, man hat trotzdem eine gewisse Verantwortung, wie man sich in den Träumen von anderen Leuten verhält. Ich meine, mein Einfluss ist natürlich nicht ganz so krass wie jetzt in der Realität. Also ich weiß nicht, wie sehr ich das jetzt beeinflussen könnte, was ich in deinen Träumen sage. Also, falls ihr in meinen Träumen auftaucht, benehmt euch bitte und unterstellt mir nicht, dass ich irgendwas nicht schaffe. Es könnte sonst sein, dass ich es einfach mache. Und was ich als nächstes mache, seht ihr in den ersten 3 Sekunden des Videos im Hintergrund platziert.